Die Statistiker-Projektoberfläche ist eine Umgebung, in der Sie grafisch Analysen erstellen können. Die Projektoberfläche steht in Statistica Version 12 Anwendern vom Statistica Data Miner und Anwendern von Statistica Enterprise zur Verfügung. Sie sehen hier so eine Projektoberfläche, noch ohne jegliches geladenes Projekt. Wir wollen mal einen Datensatz hinzufügen. Dafür öffne ich einen Beispieldatensatz und über die Schaltfläche Data Source beispielsweise kann ich diesen Datensatz hinzufügen. Sie sehen, jetzt wird dieser Datensatz durch ein Symbol in meiner Projektoberfläche repräsentiert. Das ist jetzt tatsächlich die Tabelle, die ich hier im Hintergrund offen habe. Die kann ich jetzt auch schließen. Ist weiterhin in meiner Projektoberfläche enthalten. An dieser Stelle könnten jetzt nicht nur Tabellen stehen, sondern es wäre auch möglich, Datenbankverbindungen zu konfigurieren und anzugeben beispielsweise und mit den Daten aus dieser Datenbank dann zu arbeiten. In diesem Beispiel wollen wir mit so einer Tabelle arbeiten und ich möchte mal eine deskriptive Statistik hinzufügen. Gehe ich in den Reiter Statistik und füge mir eine deskriptive Statistik hinzu. Und Sie sehen, Datenquellen und auch Analysen und später auch die Ergebnisse werden von Symbolen in meiner Projektoberfläche repräsentiert. Nehme ich mal Einstellungen vor an der deskriptiven Statistik. Ich wähle mir zum Beispiel eine Variable aus, die ich analysieren möchte und ich möchte mal die Höhe der Kredite auswählen. So, Sie sehen jetzt, das Symbol ist gelb momentan. Das bedeutet, dass noch keine Ergebnisse vorliegen. Und um jetzt Ergebnisse zu berechnen, kann ich den kleinen grünen Pfeil klicken, dann wird dieser Knoten berechnet. Ich kann auch hier die Schaltflächen nutzen, um zum Beispiel alle Knoten auszuführen oder alle Knoten auszuführen, die noch keine Ergebnisse haben, also Knoten, die noch gelb sind. In diesem Fall nehme ich mal den grünen Pfeil und Sie sehen, es entsteht ein Ergebnisdokument und wenn man da hineinschaut, dann sieht man, das ist einfach ein Standard-Statistiker-Workbook. Wir haben an der linken Seite unsere Hierarchie, in der die einzelnen Ergebnisse abgelegt werden. Es sind jetzt nur Ergebnisse einer Analyse drin. Und Sie sehen auf der rechten Seite die Ergebnistabelle unserer deskriptiven Statistik. Da sehen wir zum Beispiel, dass die Höhe der Kredite im Schnitt knapp 4.500 ist. So eine Projektoberfläche eignet sich sehr gut dafür, Datenvorbereitungsschritte zu automatisieren. Und das will ich mal an einem kleinen Beispiel zeigen. Ich wähle mal als einfachen Datenvorbereitungsschritt hier im Reiter Data eine Zufallsstichprobe aus. Dann sehen Sie, dann steht jetzt ein neuer Knoten. Dieser Knoten wurde automatisch mit meinem Datensatz verbunden, weil dieser Datensatz vorher von mir ausgewählt worden war. Ich kann aber solche Verbindungen nachträglich jederzeit ändern, wenn ich möchte. Sie sehen, ich kann hier den Pfeil herumziehen und auf andere Knoten ziehen. Aber das hier möchte ich jetzt tatsächlich so ausführen. Ich kann hier in die Einstellungen gehen und ich wähle mal aus, dass ich 30% meines Datensatzes als Zufallsstichprobe ziehen möchte. Ich klicke den grünen Pfeil, um Ergebnisse zu berechnen und Sie sehen jetzt, steht hier unten so ein kleines Symbol und das repräsentiert die Ergebnisse dieses Verarbeitungsschrittes. Und wenn ich da drauf klicke, sehen Sie, da erhalte ich jetzt eine Tabelle mit knapp 30% meines Originaldatensatzes. Ja, und an diesen Knoten kann ich jetzt weitere Knoten anschließen, um eben dann mit den Ergebnissen weiterzurechnen. Da könnte ich jetzt mal zum Beispiel eine Grafik hinzufügen, nämlich ein einfaches Histogramm, füge das ein, gehe in die Konfiguration, wähle mal als Variable Credit Rating zum Beispiel aus, ich deaktiviere, dass ich eine Normalverteilungskurve angezeigt bekomme, klicke den grünen Pfeil und Sie sehen, da entsteht jetzt ein Ergebnisfile, der in das Ergebnisdokument führt. Standardeinstellung ist es, dass alle Ergebnisse in einem gemeinsamen Knoten gesammelt werden. Sie können das aber auch so einstellen, dass die Ergebnisse in unterschiedlichen Knoten ausgegeben werden. Wenn ich hier oben auf dieses kleine Icon klicke, dann springe ich in dem Ergebnisdokument direkt zu meinen Ergebnissen. Ich zeige Ihnen mal kurz, was das heißt. Ich klicke da drauf und Sie sehen, das Ergebnisdokument öffnet sich und ich bin direkt bei meinem Histogramm.
Sie sehen auch, da sind die Ergebnisse von meiner deskriptiven Statistik auch drin. Da kann ich auch hinspringen direkt von hier aus, aber wenn ich jetzt hier beispielsweise klicke, springe ich auch zur deskriptiven Statistik. Schauen wir uns mal das Histogramm nochmal genauer an. Sie sehen, wir haben uns visualisiert, wie viele schlechte und gute Kreditnehmer wir in unserer Stichprobe haben. Jetzt können wir hier ablesen an der Achse, wie viele sind das nun in absoluten Zahlen, aber das könnten wir auch mal im Histogramm einstellen. Dafür gehe ich zurück in die Einstellung des Histogramms und aktiviere mir die Anzahlen. Jetzt sehen Sie, das ist wieder gelb. Das heißt, es liegen noch keine vollständigen Ergebnisse vor. Wir haben ja eine Einstellung geändert. Jetzt gehe ich hier ins Ergebnisdokument wieder rein. Und Sie sehen, jetzt kriegen wir die Anzahlen von guten und schlechten Kreditnehmern direkt angezeigt. Solche Projektoberflächen können Sie abspeichern als Dateien und dann können Sie die zum Beispiel einem Kollegen geben und der kann die ausführen, so wie Sie das konfiguriert haben. Es ist auch möglich, dass diese Projektoberflächen in unser Enterprise-System geladen werden und dort können dann Anwender, die die entsprechenden Rechte haben, auf die Ergebnisse dieser Analysen zugreifen oder, wenn noch mehr Rechte vorhanden sind, auch auf die Projektoberflächen, die die Ergebnisse erzeugen. Und wenn diese Oberflächen im Enterprise-System liegen, können sie dort auch automatisiert ausgeführt werden. Und das kann sehr nützlich sein. Das können Sie sich vielleicht vorstellen, wenn Sie hier vorne eine Datenbankverbindung einfügen, dann können Daten aus einer Datenbank gelesen werden. Und diese Daten können Sie mit verschiedenen Verarbeitungsschritten verarbeiten. Also Sie könnten zum Beispiel Ausreißer bereinigen oder fehlende Werte ersetzen. Und dann können Sie diese Werte auch in dieser Projektoberfläche in eine Datenbank zurückschreiben lassen. Das heißt, Sie können sich einen Bereinigungsworkflow aufbauen und der könnte dann automatisch ausgeführt werden. Den müssen Sie dann nicht mehr bei sich starten. Das wäre ein sehr schöner Anwendungszweck für diese Projektoberfläche. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.